Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Wissenschaftssendung Faszination Forschung. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen mit Haustieren beschäftigt, aber auch Forscherinnen und Forscher weltweit fasziniert: die Sprache der Tiere. Was denken Tiere? Können sie miteinander sprechen oder sogar mit uns? Und was sagt die Forschung dazu? Darüber spreche ich heute mit zwei ExpertInnen: Dr. Miriam Schröder, Verhaltensbiologin, die seit Jahren zu tierischer Kommunikation forscht, und Herrn Thomas Berger, Tierpsychologe mit Schwerpunkt auf Mensch-Tier-Interaktion. Schön, dass Sie beide hier sind. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein spannendes Thema. Ich freue mich ebenfalls sehr auf das Gespräch. Frau Dr. Schröder, viele TierhalterInnen fragen sich, was ihr Hund, ihre Katze oder ihr Papagei wohl denkt. Können Tiere überhaupt mit uns kommunizieren? In gewisser Weise ja. Haustiere wie Hunde oder Katzen reagieren sehr fein auf unsere Körpersprache, Stimme und Mimik. Wir wissen heute, dass Hunde zum Beispiel nicht nur einzelne Kommandos wie Sitz oder Passe Platz verstehen, sondern auch auf Tonlage und Gesichtsausdruck achten. Genau, Tiere sind sehr sensibel gegenüber menschlichem Verhalten, aber ich denke, wir überschätzen manchmal auch, wie viel sie tatsächlich verstehen. Die Kommunikation funktioniert meist über Gewohnheit und Konditionierung, nicht über Sprache im eigentlichen Sinne. Welche Vorteile hat diese nonverbale Kommunikation zwischen Mensch und Tier? Ein Vorteil ist, dass sie sehr intuitiv ist. Wir müssen keine Sprache lernen, um mit unseren Tieren zu interagieren. Besonders emotionale Signale wie Freude oder Angst werden gut erkannt. Aber der Nachteil ist, dass Missverständnisse schnell entstehen, zum Beispiel, wenn wir etwas anders meinen, als unser Tier es wahrnimmt. Das sehe ich auch so. Ich erlebe in meiner Praxis oft, dass HalterInnen denken, das Tier wisse, was sie sagen. Dabei ist es einfach eine gelernte Reaktion auf ein bestimmtes Verhalten. Hier wäre es wichtig, dass Menschen sich intensiver mit der Körpersprache ihrer Tiere beschäftigen, um Missverständnisse zu vermeiden. Und wie sieht es mit der Kommunikation zwischen Tieren aus? Gibt es so etwas wie eine eigene Sprache? Unbedingt. Viele Tiere besitzen ein differenziertes Kommunikationssystem. Zum Beispiel können Erdmännchen durch Laute genau signalisieren, ob eine Gefahr aus der Luft oder vom Boden droht. Dabei unterscheiden sie sogar zwischen Menschen anhand von Größe, Kleidung oder Stimme. Das ist beeindruckend. Auch Schimpansen können Symbole nutzen, um zu kommunizieren. In Experimenten haben sie über ein Symbolsystem sogar Fragen beantwortet, allerdings nur, wenn sie die Sprache vorher gelernt hatten. Das zeigt, wie lernfähig manche Arten sind, aber auch die Grenzen. Wichtig ist, dass Tiere anders kommunizieren als wir, oft über Gerüche, Laute oder Bewegungen. Man darf ihre Kommunikation nicht mit menschlicher Sprache gleichsetzen, auch wenn sie komplex ist. Ein besonders spannendes Beispiel sind Wale, vor allem der Pottwal. Was macht deren Kommunikation so besonders? Pottwale kommunizieren mit Klick- und Knacklauten. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es dabei feste Muster gibt, ähnlich wie bei menschlicher Sprache mit Lautfolgen, die bestimmten Bedeutungen zugeordnet sind. Es wird sogar vermutet, dass jeder Wal ein akustisches Namenssignal hat. Ja, und diese Forschung hat große Fortschritte gemacht. Durch künstliche Intelligenz konnte man inzwischen 94% der Laute einem bestimmten Wal zuordnen. Das ist ein riesiger Erfolg. Wenn sich das System als stabil erweist, könnte es tatsächlich eine Art Wahlgrammatik geben.
Also eine echte Sprache? Vielleicht, aber wir sind noch weit davon entfernt, sie wirklich zu verstehen. Die Herausforderung besteht darin, nicht nur Muster zu erkennen, sondern auch ihre Bedeutung zu entschlüsseln. Was können TierhalterInnen oder Interessierte tun, um die Kommunikation mit Tieren besser zu verstehen oder zu fördern? Zunächst empfehle ich, das Verhalten des eigenen Tieres bewusst zu beobachten, besonders in stressigen oder ungewohnten Situationen. Dabei hilft es, ein Tagebuch zu führen, um Muster zu erkennen. Außerdem sollte man sich mit den arttypischen Kommunikationsformen beschäftigen. Ich möchte ergänzen, dass man Tiere nicht vermenschlichen sollte. Es ist wichtig, ihre Ausdrucksformen zu respektieren. Und wer tiefer einsteigen will, kann an speziellen Online-Kursen zu Tierverhalten teilnehmen oder wissenschaftliche Bücher lesen. Es gibt mittlerweile viele gut verständliche Angebote. Glauben Sie, dass wir eines Tages mit Tieren sprechen können, so wie in einem echten Dialog? Vielleicht in einer sehr vereinfachten Form. Vor allem bei Arten, die mit Menschen eng zusammenleben. Aber Sprache im menschlichen Sinn bleibt etwas Einzigartiges. Ich sehe das ähnlich. Wir können aber lernen, Tiere besser zu verstehen und achtsamer zu kommunizieren. Das ist für das Zusammenleben viel wichtiger als Worte. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank an meine Gäste, Frau Dr. Schröder und Herr Berger. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Beobachten Sie Ihr Tier doch heute mal ganz genau. Vielleicht entdecken Sie eine neue Sprache. Auf Wiederhören!